Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir und mit meiner Schwester Anita heute die Live-Yoga-Stunde praktizierst. Und dass du für dich selbst dir die Zeit genommen hast, bei dir anzukommen, bei deinem Körper, bei deinem Geist und vor allen Dingen bei deinem Herzen und auf deine Atmung zu achten. Schenke dir während deiner gesamten Stunde gerne ein Lächeln, dass du ganz ernst gemeint von innen heraus dich mit deinem Lächeln zu umarmen. Und dann darfst du jetzt, wenn du möchtest, Platz nehmen und auch gerne, vielleicht magst du dir ein kleines Kissen unterlegen. Es kann Meditationskissen sein, kann auch gerne irgendwas anderes sein, sodass deine Knie etwas tiefer sind, wie dein Becken ist. Denn wenn dein Becken etwas höher sitzt, dann können deine Knie entspannter und deine Beine entspannter loslassen. Und du deine Wirbelsäule nach oben aufrichtest. Lege deine Arme ganz entspannt auf deine Knie oder deine Beine an. Entspanne deine Gesichtszüge, entspanne deine Atmung. Lasse deinen Bauch los und lasse deine Beine los. Dein Becken sinkt nach unten in Richtung Erde. Und dann hebe deine Wirbelsäule nach oben Richtung Himmel an. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Für einen Moment in der Ruhe, in dir und mit dir zu verweilen. Und ich sage dir dann mit meiner Stimme gleich wieder Bescheid. Spüre, wie deine Atmung durch deinen Körper tief ein- und ausfließt. Vielleicht spürst du, wie die Luft durch deine Nasenlöcher etwas kühler hineintritt. Wenn du ausatmest, wieder etwas Wärme aus deinem Körper austritt. Deine Atemzüge dürfen gerne immer länger werden. Ganz sanft und in Leichtigkeit. Atme während deiner gesamten Yoga-Praxis durch deine Nase ein und aus. Mit deiner Ausatmung löst du alle Spannungen in deinem Körper. Mit jeder Einatmung schaffst du dir Platz und Raum. Deine Wirbelsäule schiebt sich immer weiter nach oben Richtung Universum. Dein Becken und deine Beine verbinden sich nach unten in Richtung Erde. Nehme noch 2 bis 3 lange, genussvolle Atemzüge. Wenn du magst, kannst du gerne deine Augen noch geschlossen halten. Und gerne dann deine Hände, die Handinnenflächen zueinander legen und die Daumenkanten zu deinem Herzen führen. Spüre die Energie deines Herzens. Neige dein Kinn Richtung Brust. Öffne behutsam deine Augen. Hebe deinen Blick wieder zur Raummitte. Und ich begrüße dich im Namaste zu deiner Yoga-Praxis.
Dann setze deine Hände vor deinen Beinen auf und wenn du magst, komm über den Schneidersitz, ansonsten gerne auch über die Seite in deinen Vierfüßlerstand hinein. Anita wird euch die Übung zeigen, die Asanas, und weiter praktizieren und ich werde die Asanas ansagen und euch eine Leinwand dazu geben, eine Ausrichtung in mündlicher Form. Setze deine Hände schön gefächert auf dem Boden auf und gerne so, dass deine Zeigefinger und deine Mittelfinger nach vorne schauen. Die Handflächen sitzen in etwa unter deinem Schultergelenk und deine Knie etwas hinter deinem Hüftgelenk. Nimm nun den Bauch sanft nach innen und spüre, wie du mit jeder Einatmung die Länge zwischen Becken und Brustkorb schaffst. Dein Scheitelpunkt strebt nach vorn und deine Sitzbeinhöcker nach hinten. Mit der nächsten Ausatmung nehme den Bauch kraftvoll nach innen und komm in einen Katzenbuckel. Mache deinen Rücken ganz rund. Lasse die Atmung hier weiter fließen und verbleibe einen Moment im Katzenbuckel. Nehme dir die Zeit, deinen Körper wahrzunehmen und wie in deiner Körperbewegung deine Atmung fließt. Mit der nächsten Einatmung komme wieder in die neutrale Position von deinem Vierfüßlerstand. Bleibe auch hier einen kleinen Moment, um dich wieder in dieser Position wiederzufinden. In deiner nächsten Ausatmung komme in den Katzenbuckel und komme nun im Wechsel mit der Einatmung wieder in die neutrale Position von deinem Vierfüßlerstand und ausatmend in deinen Katzenbuckel. Spür hinein, dass wenn du dann wieder in deine Länge kommst, in die neutrale Position vom Vierfüßlerstand, dass du deinen unteren Rücken immer noch mit deinem Bauch unterstützt hältst. Noch ein weiteres Mal in den Katzenbuckel. Schiebe deine Hände fest in den Boden hinein. Komme einatmend wieder in deine neutrale Position. Bleibe hier. Lass die Atmung weiter fließen und setze deine Fußballen auf. Schiebe die Hände weiter fest in den Boden hinein und schiebe sie zeitgleich nach vorne. Wenn du jetzt nun dein Gesäß langsam nach oben anhebst, in Richtung herabschauender Hund, in deinen Adho Mukha Svanasana. Deine Beine dürfen gerne noch leicht gebeugt bleiben. Dafür kannst du dein Gesäß aber kraftvoll nach oben schieben. Stell dir vor, du hast Blüten an deinen Sitzbeinhöckern und möchtest gerne diese Blüten zur Sonne scheinen lassen. Anita bewegt schon ihre Beine, fühlt ihren Körper, lässt die Atmung weiter durch die Nase ein- und ausfließen. Wenn du magst, kannst du auch das gerne tun und erstark dich auch mit ganz kleinen und feinen Bewegungen dich in deinen herabschauenden Mund einführen. Und während deine Sitzbeinhöcker nach oben streben weiterhin deine Hände kraftvoll nach vorne und möchten die Matte wegschieben. Dann komm langsam zur Mitte von deinem herabschauenden Mund und hebe dein rechtes Bein nach oben an, ganz langsam und geführt. Und während dein rechtes Bein nach oben strebt, möchte auch deine linke Beckenseite kraftvoll nach oben kommen. Ziehe nun dein Knie nach vorne zur Nasenspitze, mach deinen Rücken ganz rund und schiebe dann kraftvoll wieder dein rechtes Bein lang nach hinten aus. Zieh nochmal in der Ausatmung dein Knie nach vorne, mach dich wieder komplett rund. Noch einmal weit nach hinten schieben. Zieh dich auseinander und setze mit deiner nächsten Ausatmung deinen Fuß vorne zwischen deine Hände auf dem Boden auf. Auch hier nehmen wir wieder Zeit zum Einrichten, um deinen Körper wieder in der neuen Position, in deinem Ausfallschritt wahrzunehmen.
Öffne deinen Brustkorb, schiebe auch hier deine Sitzbeinhöcker nach hinten und dein Scheitelpunkt lang nach vorne. Nehme das Gewicht weg von deinen Händen und lasse deine Füße die Kraft von deinem Körper tragen, indem du deine Füße zueinander ziehst. So bringst du auch deine Beckenschaukel wieder in eine Höhe. Stell dir wirklich vor, wie du deinen rechten Fuß nach hinten bringen möchtest unter deinen Körper hindurch und deinen linken Fuß nach vorne. Und dann bring wieder beide Handflächen auf den Boden und bring dein rechtes Bein zurück in den dreibeinigen Herabschauung. Setze mit der nächsten Einatmung deinen Fuß auf den Boden ab und verweile einen kleinen Moment in deinem Herabschauen. Hebe den Bauch sanft nach innen, bringe deine Rippenbögen unten leicht nach vorne, sodass du eine Verbindung zwischen Bauch und Rippenbögen hast. Lass die Atmung weiter ganz ruhig durch die Nase ein- und ausfließen und hebe dann dein linkes Bein mit der nächsten Einatmung genussvoll und geführt nach oben. Frage dich selbst, hast du beide Beine kraftvoll aktiviert? Ummantelst du deine Muskeln mit deiner Hand? Wenn nicht, dann darfst du das gerne tun. Und mit der nächsten Ausatmung beginne dann wieder dein Knie nach vorne in Richtung Nasenspitze zu ziehen. Mach den Rücken ganz rund, nimm deinen Nacken gerne mit. Und dann streck dich einatmen, wieder lang auseinander. Schieb die Hände nach vorne, den Fuß nach hinten. Ausatmen und wieder zueinander führen. Bleib kraftvoll in deinen Schultern. Und einatmen, noch einmal lang zurück. In der nächsten Ausatmung setze deinen linken Fuß vorne zwischen deine Hände auf den Boden. Und auch hier ein kleiner Tipp. Der Ausfallschritt und auch alle Varianten des Kriegers, die danach folgen, sind sehr schön und gut und stabil zu halten, wenn du deine Füße in etwa hüftgelenksweit auseinanderstehen hast und nicht in einer Linie. So hineinfühlen, wie es ist, wenn du die Füße mehr zueinander stellst oder eben hüftgelenksweit auseinander. Auch hier öffne wieder deinen Brustkorb. Zieh deine Körperseiten lang nach vorne, schaff dir Platz und Raum. Schenk dir ein Lächeln, entspanne den Bereich zwischen Ohren und Schultern und setze nun wieder die Hände komplett und fest auf den Boden auf und komm zurück in den dreibeinigen Herabschauung. Und setze dann deinen Fuß wieder auf den Boden. Verweile einen kleinen Moment hier in etwa für 4 Atemzüge. Und nach deinen 4 Atemzügen komm dann mit den Knien auf dem Boden, komme wieder zurück in deinen Vierfüßlerstand hinein. Beginne nun in der Ausatmung deine Gesäß lang nach hinten zu schieben, in den zurück wie im Balasana. Und einatmend rollst du dich Wirbel für Wirbel wieder nach vorne auf in den Vierfüßlerstand. Ausatmen, schieb dein Gesäß lang zurück, spür den langen Rücken und einatmen, die wundervolle Rundung. Ausatmen, schieb dich noch einmal zurück nach hinten und in der Einatmung wieder in den Vierfüßlerstand und ausatmen in deinen Herabschauenden. Die Hände schieben nach vorne, dein Gesäß lang. Schließe deine Rippenbögen und deinen Bauch miteinander, sodass du wieder deinen unteren Rücken unterstützt und dich ganz lang machst. Einatmend, hebe dein rechtes Bein nach oben an. Und ausatmend, zieh dein Knie nach vorne. Einatmend, schieb dein Bein lang zurück. Ausatmen, nochmal nach vorne ziehen. Einatmen, lang nach hinten.
Und in der Ausatmung den Fuß wieder vorne zwischen deinen Händen aufsetzen. Schaff dir hier wieder deine gute Basis, dass du die Füße zueinander ziehst, dass sie in etwa hüftgelenksweit auseinanderstehen und dass du auch hier schon deine Brustkorb öffnest. Dann löse in etwa 1-2 cm die Hände vom Boden, sodass deine Fingerspitzen über deiner Matte schweben. Zieh dich lang auseinander. Und in dieser wundervollen Länge komm nach oben in deinen Krieger 1. Atmen fließt, dein Lächeln ist im Gesicht und du umarmst dich wieder. Tust du das? Streck deine Fingerspitzen weit nach oben, während dein Bauch wieder deinen unteren Rücken unterstützt und deine Füße kraftvoll zueinander ziehen. Lass die Atmung durch die Nase ein- und ausfließen. Noch 2 Atemzüge hier. Und mit deiner nächsten Einatmung öffne dich in den Krieger 2. Mach dich lang, zieh dich weit auseinander. Auch hier kannst du verschiedene Varianten einnehmen. Und zum Beispiel auch von deinem Kinn. Ganz oft ist es bekannt, dass man nach vorn schaut, zu seinem Zeigefinger oder zu seinem Mittelfinger. Du darfst aber auch gerne dein Kinn in Mitte Sternum bringen, sodass du dein Kinn in Mitte Brustkorb hast. So ist deine Wirbelsäule wieder in ihrer natürlichen Wölbung aufgerichtet. Auch hier nehme den Bauch wieder sanft nach innen und stell dir vor, wie du deinen Bauchnabel nach oben anhebst zu deinem Herzen. Ziehe deine Hände weit auseinander. Lass die Atmung fließen. Und komme dann mit der nächsten Einatmung wieder zurück in deinen Krieger 1. Achte auf dein hinteres Fußgelenk, dass du hier ganz kraftvoll bleibst. Und auch in deinem Knie ganz fest und stabil. Mit der nächsten Ausatmung sinke in deiner kompletten Länge tief über dein Becken nach unten. Atme hier ein, öffne nochmal deinen Brustkorb und komme dann ausatmen wieder zurück in deinen herabschauenden Mund. Lass dir einen kleinen Moment verweilen, um wieder deine Körperseiten zu fühlen, überhaupt deinen ganzen Körper. Wie fühlt sich hier was gerade an? Es ist auch jeden Tag unterschiedlich, es ist in jedem Moment unterschiedlich. So genieße einfach die Zeit, die du mit dir und für dich selbst hast. Beginne einatmend wieder dein linkes Bein nach oben anzuheben und ausatmend nach vorne zu ziehen zu deinem Knie. In den Brustknopf. Lang nach hinten. Ausatmend. Mach dich rund, zieh dein Knie nach vorne zur Nasenspitze. Einatmend lang nach hinten und auch schieb hier die Hände weiter nach vorne. Noch einmal nach vorne oder ist es schon wieder dazwischen absetzen? Ne? Da schon dazwischen absetzen. Auch hier wieder hüftgelenksweit und die Füße zueinander ziehen. Öffne deinen Brustkorb und lasse deine Fingerspitzen so 1-2 cm über dem Boden schweben. So spürst du auch, ob du wirklich Kraft und Energie in deinen Beinen hast. Stell dir vor, ich würde dich an deine Hose nehmen und hier nach oben ziehen. Dein Oberschenkel möchte kraftvoll nach. Bleibe so kraftvoll und zieh dich dann nach oben in deinen Krieger 1 hinein. In deinen Körperseiten immer länger werden und nach oben wachsen. Die Finger streben nach oben. Dein Scheitel, deine Gesichtszüge entspannen sich. Unterstütze wieder den Bauch. Zieh dein Bauchnabel oben zu deinem Herzen. Öffne dein Dekolleté, entspanne dich in deinem Dekolleté. Die Schulterblätter legst du nach hinten an die Haut von deinem Rücken. Lasse aber den ganz viel Platz und Weite zwischen deinen Schulterblättern. Und dann komm mit deiner nächsten Ausatmung in den Krieger 2 hinein.
Dein hinterer Fuß steht parallel zu deinem Mattenende, die Fersen in etwa auf einer Höhe. Dein vorderes Knie möchte gerne nach vorne geschoben werden und deinen inneren Schenkel, den möchtest du nach hinten außen rotieren. So kommt auch dein Knie nach vorne zu deinem zweiten, dritten Fußzeh. Zieh dich noch einmal genussvoll in der Länge auseinander. Und mit deinem nächsten Einatmen komm in deinen Krieger-1 wieder hinein. Kraftvolles Fußgelenk, stabiles Kniegelenk. Genieß hier nochmal die Atmung, so dass du deine Hände nach oben ziehst. Deine Schulterblätter weit bleiben. Und nur die Schulterblattspitzen ziehen ganz sanft nach unten zu deinen Gesäßtaschen und zu deiner Wirbelsäule. Und dann sinke wieder in der Ausatmung in der Länge nach vorne. Öffne nochmal einatmen in deinem Brustkorb und ausatmen, komm zurück in den Herabschau. Verweile auch hier wieder für 4 Atemzüge. Achte auf deinen Körper, höre auf dich. Es ist schön, wenn du dich forderst und kraftvoll bist und auch ein bisschen länger vielleicht in deinen Asanas bleibst, wie du das sonst alleine machen würdest. Aber denke immer daran, überfordere dich nicht. Es ist wirklich auch ganz viel, dass dir deine Atmung hilft bei deinen Asanas, länger drinnen zu bleiben und auch genussvoller in den Asanas zu bleiben. Atme tief und ruhig und in Leichtigkeit durch deine Nase ein und aus. Und wenn du aber merkst, es geht gar nicht mehr so leicht, dann darfst du gerne deine Knie auf den Boden absetzen, dein Gesäß nach hinten auf die Fersen schieben und in Balasana in deine Entspannungsposition. Hier verweilt jetzt Anita auch einen kleinen Moment in der Entspannung. Du kannst die Knie öffnen oder du kannst sie auch gerne, wenn du möchtest, geschlossen haben und deinen Oberkörper auf deine Knie abnehmen. Auch hier kannst du jeden Tag und jeden Moment aufs Neue wählen. Denn jeder Tag und jeder Moment ist einfach anders und dein Körper fühlt sich dann auch anders an. Balasana ist jetzt nicht für jeden wirklich eine Entspannungsposition. Wenn Balasana für dich nicht entspannt sein sollte, darfst du gerne auch in die Bauchlage kommen oder im Sitzen oder eben das, was dir gut tut. Aber immer wieder erinnere dich daran, dass du eine aufrechte Sitzposition oder Entspannungsposition haben möchtest. Mit aufrecht meine ich in diesem Fall, dass deine Wirbelsäule in ihrer schönen, wundervollen, natürlichen Beugung ist. Du darfst jede Zeit in deine Entspannung kommen und auch so lange in der Entspannung bleiben, wie du möchtest. Und wir machen hier jetzt aber weiter. Setze deine Hände wieder nach vorne auf, schultergelenksweit, mit leicht gespreizten Fingern und rolle dich Wirbel für Wirbel wieder in deinen Vierfüßlerstand hinein. Schiebe dich ausatmend nochmal zurück mit deinem Gesäß auf deine Fersen und einatmend wieder nach oben aufrollen, die Rundung genießen. Schiebe dich ausatmend wieder zurück. Einatmen und wieder nach oben aufrollen. Und ein letztes Mal dein Gesäß zurückschieben. Wieder aufrollen. Mit der Ausatmung in den Herabschwung zurück. Hebe wieder einatmend dein rechtes Bein nach oben an. Ziehe einmal dein Knie nach vorne zur Nasenspitze. Mach heute oft gestreckten Rücken und runden Rücken. Einatmen, lang zurück. Und dann setze deinen Fuß jetzt schon nach vorne zwischen deine Hände auf den Boden an. Finde wieder dein gutes Fundament, deine gute Basis. Füße zusammenziehen. Du kannst dir auch gerne vorstellen, dass du ein Lineal zwischen deinen Oberschenkeln liegen hast und dieses Lineal festhalten möchtest. Schiebe deine Oberschenkel
zentriert zueinander. Mit der nächsten Einatmung hebe dich wieder nach oben an in den Krieger 1. Mach dich lang. Von deiner Ferse hinten bis nach oben in deinen Scheitel und darüber hinaus in den Himmel. Ausatmen, komm wieder in deinen Krieger 2 hinein. Auch hier wähle wieder die Position von deinem Kinn, von deiner Wirbelsäule. Und lege dann ganz sanft und friedlich deine hintere Hand auf deinen Oberschenkel ab und hebe deine vordere Hand nach oben an. Und ganz friedlich, es ist auch der friedliche Krieger, heißt, dass deine Hand wirklich nur ganz zart deinen Oberschenkel berührt. Es ist kein Druck und es ist kein Ablegen auf deine Hand. Beide Körperseiten möchten sich lang nach oben ziehen. Und auch hier möchte dein Oberschenkel wieder nach hinten und außen rotieren. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann setze deine vordere Hand, in dem Fall die rechte Hand, nach vorne an die Seite von deinem Fuß ab. Hebe deinen linken Arm nach oben. Die Hand darf nach oben strecken. Und achte hier darauf, dass du deine Hand nicht zu sehr nach hinten ausklappst. Eher lieber so ein bisschen weiter nach vorne, dass deine Schulter nicht zu viel stresst. Und rotiere gerne deinen ganzen Arm über dein Schultergelenk etwas nach hinten. Und das ist jetzt auch schon die fortgeschrittenere Variante. Wenn du möchtest, darfst du selbstverständlich auch gerne deinen Unterarm hier auf dem Oberschenkel absetzen und dein anderer Arm fällt nach vorne. Aber auch hier achte darauf, es ist keine Ablage von deinem Oberkörper, sondern ein Strecken und ein leichtes Berühren. Mit deiner nächsten Einatmung nehme deine Hand nach unten. Drehe dich wieder in deinen Ausfallschritt hinein und öffne deinen Brustkorb. Lasse die Atmung weiter fließen. Und komme mit deiner nächsten Ausatmung in den Herabschauenden. Wenn du magst, kannst du zwischendurch auch gerne natürlich in den dreibeinigen herabschauenden Hund kommen. Generell darfst du immer tun, was du gerne tun möchtest. Spüre genau hinein, aber was du tust und warum du es tust. Und beginne nun mit der nächsten Einatmung, dein linkes Bein nach oben zu nehmen. Einmal ausatmen, nach vorne zu ziehen, in die Runde zu kommen. Und wieder einatmen, lang nach hinten. Setze deinen Fuß vorne zwischen deine Hände auf den Boden ab. Auch hier, auch wenn du schon öfters getan hast, aber wieder, nimm dir die Zeit, dich auszurichten. Füße zueinander zu ziehen, deine Beckenschaufel auf eine Höhe zu nehmen. Und besonders hier auch die linke Seite vom Beckenschaufel zurückzuziehen. Deinen Brustkorb zu öffnen. Und dann mit der Einatmung nach oben in Richtung Krieger 1 zu kommen. Nicht nur in die Richtung, sondern komm in den Krieger 1. Auch hier kannst du gerne deinen Oberarm über dein Schultergelenk nach hinten und außen drehen, sodass du dein Dekolleté wieder mehr öffnen kannst. Und dir ein Lächeln schenkst. Mit der nächsten Ausatmung komm in deinen Krieger 2. Öffne dich, lass die Atmung wieder weiter. Achte auch hier darauf, dass du in der Mitte von deinem Körper bleibst, weil ganz oft tendieren wir nicht nur mit dem Blick nach vorne zu schauen, sondern auch mit dem Körper nach vorne zu gehen. Aber du bleibst schön in der Mitte von deiner Beckenschaufel. Komme nun wieder langsam in deinen friedlichen Krieger. Setze ganz sanft deine hintere Hand nach unten ab und ziehe deine obere Hand lang nach vorne. Und hier darf die Anita ganz deutlich den Oberschenkel wieder nach außen und nach hinten.
auch hier stell dir vor, da wo du deine Hand liegen hast, zuppel ich dich an deiner Hose und zieh deinen Oberschenkel nach oben Richtung Kinn. Bleib kraftvoll in den Beinen. Dann komm mit der nächsten Ausatmung nach unten. Setze deine Hand vorne in der Innenseite von deinem Fuß an. Hebe deinen rechten Arm nach oben. Spüre in deine Halswirbelsäule hinein, auch wenn das so ein bisschen schwierig ist in dem seitlichen Winkel oder prinzipiell ganz oft, wenn wir in einer anderen Position, wie in der aufrechten Position sind, dass du einen wundervollen langen Nacken hast, dass du dein Kinn weg von deinem Brustkorb nimmst, sondern den Platz zwischen Kinn und Brustkorb schenkst. So wirst du auch merken, dass du wieder viel freier und offener atmen kannst. Und dann komme langsam wieder zurück in deinen Ausfallschritt, in deine Hand nach unten. Setze sie vorne an. Tu alles mit Zeit, du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Spüre hinein in deinen Körper. Mach dich lang, schaff dir Platz und Raum mit deinem Körper, wie auch mit deiner Atmung. Und komm dann wieder zurück in deinen Herabschauenden. Verweile hier für einen kleinen Moment, so 2, 3 Atemzüge in deinem Herabschauenden. Und auch hier gebe ich die Empfehlung, darauf zu achten, dass du in deinem Herabschauenden nicht einfach durchhängst mit deinem Oberkörper und dann eigentlich damit deine Schultergelenke belastest und deine Muskeln, sondern hebe dich nach vorne raus, schieb die Hände nach vorne, aktiviere Bauch- und Rippenbögen miteinander, schieb die Sitzbeinhöcker nach oben und genieße, wie du nur mit deiner Atmung in deinem Brustkorb in Richtung Boden schmilzt. Beuge deine Knie sanft und lauf mit deinen Füßen nach vorne in Richtung hinten. Und komme hier an in deinem Uttanasana, in deiner Vorwärtsbeuge. Verteile dein Gewicht auf deiner kompletten Fußsohle. Und dann hebe deine Fußzehen nach oben an und spreize sie weit auseinander. Setze nacheinander die Füße auf, also die Fußzehen wieder auf den Boden an. Beginne bei deinen kleinen Fußzehen. Und spüre hier jetzt, wie viel Kraft und Weite du in deinem Vorderfuß hast. Deine Fersen bleiben da stehen, wo sie sind, und zwar gerne hüftgelenksweit. Aber schiebe mit der Kraft deiner Fußmuskulatur die Fersen auseinander. So hast du mehr Aktivität in deinen Beinen. Deine Knie dürfen sehr, sehr gern gebeugt sein. Sie brauchen nicht so gestreckt sein wie bei Anita. Sie dürfen gerne mal gebeugt sein. Und du kannst dir auch Blöcke unter deine Hände legen oder etwas anderes, was du zu Hause hast. Bücher zum Beispiel könntest du auch gerne nehmen. Auch wenn du deine Knie gebeugt hast, wie gesagt, dass du sehr gerne haben darfst, aber aktiviere deine Kniescheiben, dass du deine Kniescheiben kraftvoll nach oben ziehst. Die Vorderseite von deinen Oberschenkeln, die möchten sich durch die Rückseite von deinen Oberschenkeln schieben. Und deine Sitzbeinhöcker möchten wieder zur Sonne strahlen. Dein Oberkörper darf ansonsten komplett entspannt Richtung Boden sinken. Und auch dein Nacken, dein Hals darf vollständig losgelassen werden. Unser Kopf ist so schwer und den müssen wir den ganzen Tag durch die Gegend tragen. Genieße hier einfach mal den Moment, wie du loslassen kannst. Denke aber an die Kraft deiner Oberschenkel. Nehme deinen Bauch nach innen und hebe dann deinen Oberkörper nach oben an, bis zur Mitte, so als ob du eine Tischplatte unter dir hast. Hier ist es ganz wichtig, dass du den Bauch aktiv hast, damit du deinen unteren Rücken stabilisierst. Öffne auch hier deinen Brustkorb und hebe deine Oberarme in deine Schultergelenke hinein. Zieh sie ein bisschen nach oben, aber behalte dir weiter Platz und Raum zwischen deinen Schulterblättern hinten am Rücken. Dann sinke wieder mit der nächsten Ausatmung
tief in deine Vorwärtsbeuge. Mach den Rücken wieder ganz rund. Und beginne dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben aufzubauen. Nutze es richtig aus und genieße es, wie du merkst, dass du Wirbel für Wirbel nach oben aufsteigst. Und erst, wenn du deine Halswirbelsäule auch nach oben aufgerichtet hast, in der natürlichen Wölbung, nimmst du mit deiner nächsten Einheit die Arme nach oben, nimmst die Energie der Erde mit und kommst ins Anjali Mudra, atmest aus und bringst die Energie zu deinem Herzen. Verweile hier einen kleinen Moment. Wenn du magst, schließe deine Augen. Überlege auch hier oder spüre hinein, viel besser wie überlegen, spüre hinein und fühle hinein, wie deine Füße ausgerichtet sind, deine Beine ausgerichtet sind, wie deine Wirbelsäule ausgerichtet ist, bis nach oben zu deinem Scheitel. Dann atme wieder ganz genussvoll mit den Armen nach oben ein. Gebe alles ans Universum nach oben ab, was du nicht mehr brauchst, was du nicht benötigst. Verbeuge dich vor dir selbst, indem du in deine Augen vorwärts beugen, wieder hineinstellst. Verweile hier. Und komme mit deiner nächsten Einatmung nochmal in den geraden, als ob du einen Tisch unter dir hast. Bleibe nochmal für einen kleinen Moment hier. Nehme den Bauch nach innen. Verlängere deine Körperseiten lang nach vorne. Spüre, wie du mit der Einatmung deinen Brustkorb vollständig ausdehnst. Und mit der nächsten Ausatmung wieder tief in Richtung Vorwärtsbeuge senkst. Setze deine Hände auf den Boden auf und komme zurück in deinen herabschauenden Grund. Wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal deine Knie auf dem Boden aussetzen und dich für einen kleinen Moment entspannen. Du kannst aber auch gerne die kleine Abfolge mitmachen, die wir jetzt machen. Und wir treffen uns dann wieder im Herabschauen und wenn du dich gerne ausruhen möchtest in deinem Platz. Setze ausatmen, die Knie auf dem Boden auf. Entschuldigung. Bleib hier einen kleinen Moment, atme ein und in der nächsten Ausatmung schiebe dein Gesäß nach hinten. Roll dich einatmen wieder nach vorne in deinen Vierfüßlerstand und ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen und roll dich wieder nach vorne auf. Ausatmen, schiebe zurück. Einatmen und roll dich nach vorne auf. Ausatmen, der herabschauende Hund, Adho Mukha Svanasana. Hebe einatmen, dein rechtes Bein nach oben an. Ausatmen, zieh dein Knie nach vorne Richtung Nasenspitze. Einatmen, schieb dein Bein lang nach hinten. Ausatmen, setze den Fuß vorne zwischen deine Hände auf den Boden ab. Schaffe dir hier wieder kurz dein Fundament, weil wir gehen jetzt auch hier gleich in den Kriegervariationen in den Atemfluss. Öffne einatmend deine Brust. Ausatmen, sinke in der Hüfte noch ein kleines Stückchen tiefer und zieh die Füße zusammen. Einatmen, heb dich nach oben auf in den Krieger 1. Zieh dich lang nach oben und ausatmen in deinen Krieger 2 hinein. Mit der Einatmung komm in den friedlichen Krieger, also hinten die Hand ab und komm zur Seite. Und ausatmen, komm in deinen seitlichen Winkel. Entweder mit den Hand nach unten oder mit dem Unterarm auf deinem Oberschenkel. Verweile hier für 2 bis 3 Atemzüge und achte wieder darauf, dass deine Hand nicht ganz so weit nach hinten geklappt ist, sondern wieder ein bisschen mehr nach vorne. Ein bisschen mehr Richtung Brustkorb. Ja.
Dann kommen wir wieder zurück in deinen Ausfallschritt. Ich werde dir auch hier zeigen, wirklich ganz korrekt dein Bein zurückzudrehen. Einatmen, mach dich nochmal ganz lang, öffne deine Brustkorb. Ausatmen, komm zurück in den Herabschau. Setze einatmen, deine Knie auf den Boden auf. Und ausatmen, schieb dein Gesäß zurück. Einatmen, wieder lang in der Unten. Ausatmen, vollständig lang und gerade zurückziehen. Einatmen, roll dich wieder auf. Noch einmal, schieb dich genussvoll und lang zurück. Roll dich wieder auf in den Vierfüßlerstand und schieb die Hände nach vorne und das Gesäß nach oben, wenn du ausatmest, in den Herabschau. Mit deiner Einatmung heb dein linkes Bein nach oben an und ausatmen nach vorne Richtung Nasenspitze. Einatmen, lang. Setz direkt den Fuß vorne auf. Nimm dir auch hier wieder die Zeit. Genieße es, dass du den Moment der Ausrichtung hast. Und beginne dann mit deiner nächsten Einatmung in den Krieger 1 aufzusteigen. Ganz lang. Öffne dich, ausatmen in den Krieger 2. In den friedlichen Krieger mit der Einatmung. Behalte dir aber Kraft in den Beinen. Und ausatmend in den seitlichen Winkel. Der Oberschenkel möchte wieder nach außen rotieren. Verweile hier für einen Moment. Sei kraftvoll in deinen Asanas, aber spüre immer die Leichtigkeit, die du dir geben möchtest und die Weite und den Raum. Ganz oft werden wir so eng und klein, wenn wir ganz viel Erfolg haben möchten in unseren tollen Asanas, die andere vormachen. Bleibe wirklich bei dir in deinem Körper und in deinem wundervollen Tempel, den du hast, in dem du dein Leben hier auf dieser Erde verweilst. Dann komm zurück wieder in deinen Ausfallschritt. Und mit deiner nächsten Ausatmung in den Herabschau. Ein letztes Mal, wie hier und jetzt in deiner Live-Show. Einen Moment in deinen Körper hineinspüren, in dieser kraftvollen Asana. Und dann setze deine Knie wieder auf den Boden auf. Und komme über den Vierfüßlerstand zurück in den Fersensitz. Und von dem Fersensitz aus ins Sitzen. Strecke deine Beine nach vorne. Und hier kannst du sehr gerne, wenn du möchtest, Leonida macht schon automatisch, deine Oberschenkel nach innen und hinten rotieren. Und dann packst du richtig mal an die Sitzbeinhöcke oder die Muskeln von deinem Gesäß und schaffst sie nach hinten weg. Flexe deine Füße. Schiebe deine Oberschenkel kraftvoll nach unten in Richtung Boden und richte auch hier wieder deine Wirbelsäule nach oben auf. Bleibe ganz lang und kraftvoll in deinem Oberkörper. Öffne deine Brust und behalte dir breit zwischen deinen Schulterblättern hin. Atme nun mit der nächsten Einatmung nach oben ein. Strecke die Arme kraftvoll nach oben. Die Atemfluss und entspanne aber wieder den Bereich zwischen deinen Ohren und deinen Schultern, während aber dein Scheitelpunkt lang nach oben streben möchte. Schiebe weiterhin die Oberschenkel nach unten Richtung Boden, flexe deine Füße und wenn du magst, schiebe den Punkt von deinen Großzehballen nach vorne Richtung. Nehme einatmen, ach, hast du ja schon die Arme nach oben und ausatmen. Weil ich jetzt nicht. Setze deine Hände ab, dort wo sie aufkommen.
kommen, aber mit einer geraden Wirbelsäule. Sind noch gerade die Wirbelsäule. Du kannst gerne die Fingerkuppen direkt neben deinen Oberschenkel stellen, neben deine Knie oder aber neben deinen Waden. Eben dort, wo du dich noch geöffnet halten kannst. Und ziehe mit den Händen entweder gerne an deinen Füßen und die Füße arbeiten gegen deine Hände. Oder du ziehst mit deinen Fingerkuppen die Matte unter dir nach hinten. Und auch hier, auch das ist eine ganz kraftvolle Übung. Behalte dir weiterhin ein Lächeln. Genieße die Atemzüge und schenke dir mit jeder Einatmung wieder die Länge in deinem Brustkorb, die Weite, den Platz, den du dir auch schaffst zwischen deinen einzelnen Wirbelkörpern, deine Bandscheiben wieder aufgefüllt hast, hier jetzt nach deinen Asanas. Genieße. Dann lasse langsam los und roll dich nach hinten und oben wieder ab. Und dann setzt du deine Füße vorne auf, rutschst mit deinem Gesicht zu deinen Füßen, rollst dich langsam nach hinten ab. Wenn du möchtest, nehme deine Beine und lass sie aufstehen. Roll dich ganz bis nach hinten ab. Lege dann nacheinander deine Füße auf den Boden auf. Gerne etwas weiter, wie deine Hüfte schmal ist. Lass deine Füße auseinander sinken. Lege deine Arme neben deinem Körper gerne so weit auseinander, dass deine Achselhöhlen noch Platz zum Atmen haben. Sinke mit deinem Kopf einfach gelassen in den Boden hinein. Hier und jetzt in deiner letzten Asana, nämlich deiner Shavasana, hast du nichts zu tun, außer vollständig entspannt bei dir zu sein. Lasse deinen Bauch los, lasse deine Gesichtszüge los, löse die Zunge in deinen Mund, löse die Augen in deinen Augen, löse die Haut an deinem Nasenrücken, Wangenknochen, Stirn, Schnäbel und deine Haarwurzeln. Ich sage dir gleich wieder mit meiner Stimme Bescheid, wenn du dann wieder zurückkommst aus deiner Shavasana. Genieße jetzt dich selbst.
und Füßen wieder zu bewegen. Arme, Beine zu recken und zu strecken. Und wenn du soweit bist, ziehst du deine Oberschenkel an deinen Oberkörper an. Entscheide dich für dich selbst, ob du die nächsten 2, 3 Atemzüge noch auf deinem Rücken verweilst oder dich auf eine Seite legst, die deine Lieblingsseite ist, in der du noch einen kleinen Moment verweilst. In ganz sanften Bewegungen komme nach oben in deinen geraden Sitz. Nehme die Zeit, die du benötigst, die dein Körper dir vorgibt. Und wenn du dann in deinem geraden, ganz entspannten und auch aufgerichteten Sitz bist, nehme dir nochmal die Zeit, gebe dir selbst dieses Geschenk der Zeit, ganz friedlich und in Freuden in dich hineinzuspüren, ohne dich selbst zu bewerten. Gern von Herzen aus wieder ein Lächeln zu schenken. Du magst hier wieder einen kleinen Moment nochmal die Augen zu schließen. Dann nehme deine Hände wieder zum Anjali Mudra. Deine Handinnenflächen zueinander legen und sehr gerne zu deinem Herzen führen. Wenn du magst, lege die Daumen ganz zu deinem Herzen. Bevor du gleich wieder in deinen Alltag hineingehst, schenke dir selbst nochmal eine liebevolle, herzliche Umarmung. Neige dein Kinn Richtung Brustbein. Öffne behutsam deine Augen. Hebe deinen Blick zur Raummitte. Und ich bedanke mich für deine Energie und dass du dabei gewesen bist. Und verneige du dich vor dir selbst. Namaste.